28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Oh, Mama Mia. 4 Finaltickets. Yes! 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Wise, Feel the Difference und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer, frohe Weihnachten und herzlich willkommen zur Episode 23, dem Staffelfinale des YPC Bank 2025. Die Frequenz am ersten Angeltag war durchweg hoch. Allerdings war der mit Abstand punktstärkste Fang lange ein 78er Hecht. Dann aber, wenige Minuten vor Ende der ersten Finalhalbzeit, gab's bei Max Guder den Volleinschlag. Mit einem 1,7 Meter Hecht, zugleich der größte Fisch des bisherigen Turniers, hält der Savage Gear Youngster momentan eine extrem wertvolle Trumpfkarte. Um die in den verbleibenden 8 Stunden aber auch wirklich auszuspielen, fehlt noch ein Zander. Und es hat sich bereits herausgestellt, dass diese Zielfischart in unserer Finalregion, zumindest vom Ufer, recht schwer zu fangen ist. Aus diesem Grund rennen Max und auch Roman heute von Anfang gegen die Zeit an, während Marc und Ton sich von der ersten Minute darauf konzentrieren können, ihre Fullcard abzugraden. Weil an Tag 1 bis in die Dämmerung gefischt werden durfte, hatten unsere 4 Finalisten übrigens eine kurze Nacht und dementsprechend wenig Zeit für taktische Überlegungen. Wir gehen rein und schauen, wer heute am schnellsten seinen Rhythmus findet. It's foggy. The lake. Ja. Herzlich willkommen zum Tag 2 des YouTube Predator Cup Finales. Gestern lief bei mir nicht so dolle. Allgemein wurden recht viele kleinere Fische gefangen. Max steht ziemlich gut da, Ton klar. Ton führt zwar gerade die Gruppe, aber Max hat einen Barsch mit über 30, einen Hecht mit über 70 und den 1,7 Meter. Das sind ziemlich starke Fische. Daher ist mein Plan heute so ein bisschen, ja, schon gamblen auch auf Big Fish. Ich fahre zu einer Strecke mit Stromschnellen. Da braucht man eine extra Lizenz, weil eigentlich sind das Salmonidenstrecken. Aber zu der Strecke, wo ich fahre, da gibt es 2 Pools, also Minimum vielleicht sogar 3 Pools. Das muss ich mir nochmal genauer angucken, den unteren. Und die Pools von solchen Strecken halten gerne mal große Fische. Also große Hechte, auch mal bessere Barsche. Und das ist heute mein Plan. Erstmal da wirklich versuchen, hoffentlich 1, 2 große Hechte zu fangen. Wenn das nicht klappt oder selbst wenn es klappt, dann werde ich vielleicht noch ein bisschen woanders hinfahren. Da mache ich mir aber später Gedanken drüber. Ich brauche auf jeden Fall ein paar große Fische, wenn ich das Ding gewinnen will. Das heißt, wir werden heute wahrscheinlich ein bisschen weniger Frequenz haben. Dafür hoffentlich ein bisschen bessere Fische. Don't drive and eat fish.
rauszukommen, ey. Regenjacke werde ich keine brauchen, oder? Just realized? No? It would be nice to bring a rod. Yeah. Could be helpful, right? It's early in the morning. It is, but actually not so bad. You got your cell phone? Yeah. Let's go. Let's freaking go. Wow. Das ist ja geil hier. Oh, das gefällt mir. Geil. Idyllisches Fleckchen Erde. Hoffentlich unter Wasser genauso schön für Zander. Good morning. Day 2 is starting, still in the beautiful Finland. We have one plan, catching one decent upgrade. So we're aiming only for one big fish. It's not so easy in this lake. And we will start off on the stretch where we had a lot of action yesterday, but with a slightly bigger lure. And after that we will go to a new spot, walking a long way to the right. Let's go. Folge 3 des Finales YPC Bank 2025. Und für mich gibt es heute eine Mission. Ich brauche die Full Card, Fat Minnow T-Tail, ein 10,5 cm Darkwater Mix. Ich würde sagen, Darkwater passt hier auf jeden Fall. SG8 Revenge, 72 Gramm, also alles fürs Zanderjiggen. Ja, ich muss heute einen Zander fangen. Und dann stehen die Chancen mit dem Kickerfisch von gestern Abend gar nicht mal so schlecht. Drückt mir einfach die Daumen, dass ich den schnell abhake und dann auf meinen Lieblingsfisch angeln kann. Es muss hier klappen. Ich bin so aufgeregt. Unfassbar. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Tag 2. Das Buffet ist aufgebaut. Jetzt heißt es erstmal wieder Zander. Wir sind wieder an der gleichen Stelle wie gestern Abend. Hier habe ich ja einen gefangen und ich bin ganz optimistisch, dass bei den Bedingungen die Zander anders beißen. Ich hoffe, der Wetterwechsel ist jetzt nicht allzu arg und die haben trotzdem noch Bock. Ich glaube, ich darf schon fast angeln. Ich fange auch mit dem Erfolgsköder von gestern an, also Erfolgsköder, 33er Zander. Naja, aber Real Rider von Stucki aus der Schweiz in einer ganz natürlichen Farbe. Der wird's jetzt und machen wir mal einen ersten Wurf und hoffen, dass das schnell funktioniert. Hier sind wir an dem ersten Pool, den ich angeln will. Ziemlich coole Location auf jeden Fall. Da kriegt man richtig Lust, jetzt gleich einen richtig großen Fisch zu fangen, würde ich sagen. Ich bin bewaffnet mit ein paar Swimbaits, ein bisschen größer, ein bisschen kleiner, auch ein Topwater. Und wie gesagt, ich erhoffe mir hier ein paar bessere Hechte. Und es geht auch schon gleich los, deswegen
mache ich mich jetzt bereit und dann rumpt's hoffentlich gleich richtig in der Rute. Bam! Wem möchtest du eine Nachricht schicken? Dem Hecht. Der soll beißen. Eine Nachricht? Ja, meine Nachricht an den Hecht. Hast du gesendet? Siri? Toni Hecht und BARSC. Weißenpool finde ich ziemlich coole Look. Nee, das ist die falsche Nachricht, Siri. Siri ist noch nicht so drin im Game. Ich sende sie nicht. Zweites Fisch. Okay, Leute. All right, first cast. I just changed my decision, took a blade, our new Ricky DeRoche tungsten vibration bait. I missed a good pike on it yesterday and you can cast it a mile away. One of the biggest advantages, well, we stand here from the shore on a lake where we don't know where it's deep enough and we need to find deep spots. So that's my go-to bait to start with. And I fly it to the moon. Okay, auf los geht's los. Erster Wurf des zweiten Tages. Okay, kann quasi losgehen. Ein kurzer Wurf. Der Rabor läuft. Feuer frei. Geile Tiefe. Vitriol, danke dir. Oh, there it's not so deep. And another advantage is you can fish it quite fast. Fisch, aber Barsch. Profis bei der Arbeit. Biss, Zanderbiss, 100%. Ganz vorsichtiger Pock. Safe ein kleiner Zander gewesen. So, vierter Wurf und definitiv einen Biss gehabt. Ziemlich sicher ein Zander, also ein Pock, aber halt wirklich sachte, ja. Also kein Riesenfisch, aber das gibt sehr gutes Gefühl für einen völlig unbekannten Platz. Tatsächlich auch einer der Plätze, die wir nicht mal angeguckt haben. Im Training in Anführungszeichen, sondern einfach nur hierher gefahren. Die Tiefenkarte sieht genial aus. Ja, und jetzt mal schauen. Hier muss auch Fisch rumstehen an dieser Kante. Die Frage ist nur halt, was und wie groß. Aber hier gibt es Zander. So, bin ich jetzt ganz sicher. Jetzt wird hier gleich einer gefangen. Und dann wird Topwater erstmal geangelt. Oh, ich stehe so unter Strom gerade. Das ist unfassbar. Cast straight ahead and then walk 2 meters. And you always cover the whole area. Roughly. Ja, Fisch. Oh, Hecht. Tschüssi, mach's gut, mein Kleiner. Der Lieblingsfisch ist da. 50, 55 Zentimeter. Also spielt auch jetzt keine wirkliche Rolle. Schön hier parallel an der Kante, wo sie stehen sollen. Die Zander vermute ich jetzt eigentlich draußen unten am Kantenfuß. Aber schauen wir mal, ob die da auch tatsächlich sind. Oh, hätte das nicht ein Zander sein können. Aber könnte ein Upgrade-Barsch werden. Das verhält sich auch gerade nicht so doll wie ein Barsch. Vielleicht ist es auch ein Zettinger, aber ein sehr kleiner. Nein, es ist again eine Superflöte. Alright. Gut. Fisch. Okay. Ist ein Barsch. Nicht. Okay. Der erste Fisch hat zugepackt. Es ist nur ein Barsch.
Aber es ist in jedem Fall eine ganz mini kleine Verbesserung, weil ich habe ja einen winzigen Barsch mit 22 und einen winzigen Hecht mit 46. Also der sollte auf jeden Fall ein paar Punkte bringen. Der hat was? 26,5. Also 27. Ja. 27er Barsch. Aus dem Pool. Und tschüss, Großer. Ja, da lang. Jawohl. Okay. Weiter geht's. Gebissen hat der kleine Mann auf einem kleinen Swimbait. So ein Soft-Swimbait. Und zwar unseren Derraball. Die kleine Kugel fliegt unheimlich weit, verdrängt ganz viel Wasser. Und ist sehr effektiv auf Hecht, aber eben auch manchmal kommt ein schöner Barsch. Also das war jetzt kein Riesenbarsch, aber man kann darauf auch echt große Barsche fangen. Hat so ein Line-Through-System, das heißt, der Köder rutscht dann die Schnur hoch, wenn der Haken auslöst. Der Drilling ist hinten mit so 2 kleinen Titanium-Pins befestigt. Und wenn ihr das schaut, gibt es wahrscheinlich schon eine neue Version. Und zwar gibt es den Mega Derraball. Der ist 20% größer, also hat mehr Volumen. Klingt erstmal nicht so viel, macht aber doch ganz schön was aus. Und der kleine Mann, der fliegt schon unheimlich weit, selbst mit der Baitcast. Mit der Spinnrute ist das ein Weitwurfwunder. Und der neue wird sicherlich auch den einen oder anderen großen Fisch bringen. Aber jetzt vergnügen wir uns mit dem hier und versuchen uns noch einen Fisch zu holen. Das ist schon auch faszinierend, dass du einfach in diesen Gewässern hier überall hingehen kannst und halt überall irgendwas fängst. Aber es ist halt alles nicht doll. Man hätte ja auch gerade ein 80er Hecht mal sein können. So. Farbe mal ganz kurz antesten hier. Kommt die Kante, Alter. Nächster. Ich vermute Barsch. Oh, schöner Barsch. Schöner Barsch. Jawohl. Man hat sich schon eingegroovt auf die Fischgrößen hier. Aber es ist auf jeden Fall ein kleines Upgrade. 26. Schöner erster kleiner Upgrade-Fisch. Der bleibt natürlich auch hoffentlich nicht stehen, aber ist gekauft. Zurück, Marsch, Marsch. Köder war der, mit dem ich auch angefangen habe. Der Real Rider 10 cm von Stucki. Okay, die Bissspuren hier, das war der Hecht eben. Ja, Fische beißen, richtige Art. Die fehlt noch. Auf jeden Fall sind hier keine Barsche unterwegs. Boah, da war ein Fisch. You're only searching for an active fish, and when you find a group of perch, you can hammer it. Especially around the point, more to the right, I expect to find some perch, because there was yesterday a big school of perch. Don't think they will have moved. Fisch. Oh, kleine Verbesserung. Nicht ganz das Flussmonster, was wir wollen, aber ist auf jeden Fall eine Verbesserung. Super schön gezeichneter Fisch auf Topwater drüben an den Seerosen. Der Start gefällt mir, Leute. Ist ein bisschen besser. Fühlt sich auch erstmal hechtig an. Ja. Es widerstrebt mir eigentlich, solche Fische zu messen. Okay, der Moment der Wahrheit. Der ist immerhin über 50. 55,5. So, 48,5. Der ist auf jeden Fall mal ein bisschen in besserer Statur. Schönen kleinen Bauch, hat ja auch 2, 3 Fische drin, merke ich. Aber schnell zurück mit den Kleinen. So. Gut. Kleiner Hecht, 56. Schmeißt auf jeden Fall mal einen 46er raus. Kam auf Topwater. Oh, der Kollege darf zurück in die Fluten.
Ach ja, Leute. So, der Fisch kam jetzt hier, wie gesagt, auf Topwater. Das ist der neue Bleeker Toppy. Ein kleiner Mix aus einem Popper und einem Stickbait. Der hat hier unten so einen kleinen Kiel noch dran zur Stabilisation. Und der läuft im Gegensatz zum Beispiel zu einem Bonnie viel mehr auf der Stelle. Das heißt, ihr führt den Walking the Dog fast auf der Stelle. Macht natürlich noch schön Bläschen hier vorne mit dem Poppermund. Man kann ihn auch ganz normal wie ein Popper fischen. Und der hat ein recht breites Hinterteil. Und dadurch fliegt er unheimlich weit. Das ist die 67er Variante. Es gibt ihn jetzt auch in einer 50er, einer kleineren Variante. Und den kann ich easy bis darüber zu den Seerosen feuern. So kann es weitergehen. Ihr seht selbst, da im Hintergrund ist diese Schilfkante und ich glaube, die Kante ist da auch noch vorgelagert. Aber bevor ich da natürlich hinwarte, um da auf Zander zu angeln, macht man da mal ein paar Topwater-Würfe. Vielleicht steht da ja ein 60er Hecht. Der wäre schon ein gutes Upgrade. Oh, verdammte Axt. Alter, was ein Biss. Oh. Ich will's nicht sagen. Aber das könnte er gewesen sein. Und wenn, dann war er nicht ganz so klein. Ja. That's the zander. Super far out. It's not a zander. Or no, pikey. Oh, in the deep. At least it's working. Good bite. From a long distance. It was on the length of the cast. Fish. Sie müssen schon noch ein bisschen größer werden. Vielleicht, na, ich glaube nicht mal, dass es eine Verbesserung ist. Naja, wir messen ihn mal. Die Measureboard ist da hinten. 50er Hecht. Okay. Bisschen größer müssen sie werden, die Jungs und Mädels. Oh, daneben. Da war der Hecht. Das ist Pikey. Komm schon, wo bist du? Kann jetzt nicht so weit weggeschwommen sein. Wieso treffen die denn meine Topwater-Köder nicht? Ah, he got it. Ich merke richtig, wie mein Puls runtergeht. Da ist er. Nein! Er hat ihn schon wieder verfehlt. Das gibt's doch gar nicht. Unfassbar. Was stimmt denn nicht? Oh! What a bite! He tangled the blade. I guess it will work with the blade. So in the deep. Ja, die Hechte hier haben echt irgendwie Treffschwierigkeiten. Ich glaube, das liegt daran, dass sie so klein sind. Gut, einmal ganz kurz gucken, ob der einen Gummi frisst. It's really hard. Very strange bite. Pike number 3. Not the right size, but they want the blade. Quite long, or? Take a quick look. Oh, it was a fish and they like the blade. It's the third pike. Not so bad. Barschnachläufer. Ja, aber
Der hilft mir nicht weiter. Ich meine, dass... Ich weiß jetzt gar nicht, was mein kleinster Fisch ist, um ehrlich zu sein. Oh. Muss irgendwie so ein 54er Hecht oder sowas sein, oder? Glaube ich, denke ich. Das ist Kraut, scheiße. Every time. In the lilies, there's pike. I think these are more the pikes that we didn't really catch on the spot on top. That struck it, but didn't hook. There were quite many, yeah? Ah. Jetzt der 4. Wurf in die Richtung, also in exakt die gleiche Richtung und der 4. Biss. Aber Bissausbeute ist ein bisschen dünn gerade. Aber der Haken ist komplett neu, daran kann es nicht liegen. Angehauen habe ich auch doll. Von daher. Got it. Aber ich glaube, das ist ein winziger Hecht. Never know. Wir messen nicht mal. Okay. Ja, der Fisch hat 51. Noch so ein kleiner Flieger-Topi-Fresse. Ich glaube, die Fische helfen mir leider nicht viel. Ich hoffe ja wirklich hier mal auf einen, ja, wenigstens 60 plus Fisch. Das darf doch nicht zu viel verlangt sein. Und tschüss. Whoa, it's bigger. First upgrade of the day. It is a 60, huh? 60, oh, 64 approved. That's 10 points. So, the first upgrade, I'm fishing a super aggressive Ricky the Roach vibration bait, and this pike hammered it. And the good thing is he was on the drop-off, so I'm hoping the small pikes are here in the shore and the slightly bigger ones on the drop-off. 64 centimeters, ready to go back. Bye bye. Nice. I think that's a 10 centimeter upgrade. Genau die Kategorie, die Marc sich eben gewünscht hatte. Solide Verbesserung für Ton. Und wir halten fest, der Wetterwechsel hat den Appetit der Räuber nicht groß beeinträchtigt. Offenbar ist die Kunst aber auch heute, die Spreu vom Weizen zu trennen. Der war auch zu trocken für einen Barschbiss. Oh, das könnte ein besserer Barsch sein oder wie immer ein Flötomat. Wenn es ein Zander ist, wäre ich hoch erfreut. Ja, nicht ganz so flötige Flöte. So. Hechtchen, der hat gerade eben auch schon mal angeklopft. So, 52, ne? Ja, schön sind sie. Richtig schön sogar. Wow. Gut, ab und zu mal einen Fisch fangen tut gut, aber hier oben drauf, da hätte ich gerne Stacheln. Da lang. Jo.
bisschen besser mal, Leute. Mann, ey. Immer noch nicht das Flussmonster, was wir wollen, aber wir bessern uns. Sehr schön. Okay. Bisschen besserer Fisch. Der hat 63,5, also 64. Okay. Naja, das sollte doch zumindest eine kleinere Verbesserung sein. Sehr schön. Wenn sie ab jetzt größer werden, wäre toll. Das werden wir deine Mama vorbeischicken. Für Marc läuft es gut an. 3 Upgrades in den ersten 60 Minuten und damit rückt der Hesse auf Platz 2 vor. Die beiden Zanderlosen dagegen tun sich mit dem eigentlichen Zielfisch bis dato wie erwartet schwer. Oh Gott, oh Gott. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn jetzt passiert? Eine Steinkante? How often in your lifetime passiert das hier? Snap auf. Was? Gut, machen wir noch ein neues Vorfach dran und dann fangen wir mal eben den Zander an. Ja, heute Morgen, es war ein bisschen ein Gamble, oder es ist immer noch ein Gamble, hier hinzukommen. Ich habe jetzt noch keinen krassen Fisch gefangen, den ich mir hier hoffe. Aber ein bisschen Risiko musste ich gehen. Bis jetzt bin ich aber ganz zufrieden. Ich habe gute Frequenz, ich habe Fische verbessert, also beschweren will ich mich auf keinen Fall. Und ich glaube halt auch, dass hier an dem Stück, wo ich jetzt gerade bin, die Leute, die hierher kommen zum Angeln, nicht wirklich auf Hecht angeln. Also solche Pools müssen große Hechte halten, weil einfach, auf eine Forelle gestiegen, weil ja, das sind einfach große Fische da. Hier ist Futterfisch, hier sind Forellen, die fressen sie gern. Und die Leute, die aber hierher kommen, die beangeln die nicht. Die angeln irgendwie mit einer Fliege auf Forelle oder mit einem ganz kleinen Köder auf Forelle. Die werden sicherlich auch mal einen großen Hecht fangen. Aber so diese typischen Hechtköder kennen die hier, glaube ich, nicht in den Pools. Die Frage ist, wie viele Hechtköder kennen die Hechte hier überhaupt. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter Plan bis jetzt. Das ist einer von 2 Pools, die ich heute beangeln werde. Die sind recht groß, da geht ein bisschen Zeit drauf. Aber wenn die Frequenz so bleibt, hoffe ich, dass da einfach dann irgendwann mal ein größerer Fisch dabei ist. Jetzt werde ich mal einen großen Swimbait hier rauskeulen und gucken, ob nicht doch irgendwo so ein Endzeit-Forellenfresser rumsteht. Ein bisschen Öl könnte die Rolle auch gebrauchen. Hey, das müssen Barsche sein. Got him. 30 perch. Even bigger. Of course, they also take it late. It's 34. Within 1 hour we got 2 nice upgrades, a pike of 64 and this perch of 34 centimeter. Really nice perch for this water, and I'm happy it came in because I lost it on the moment that I netted it. But yeah, we have it and it can swim back. This side, yeah. Nice. 34, that's 68 points. That's again a 10-point improve. Ja, das sind die Fische, die es hier braucht. Der bislang beste Barsch vergrößert Tons aktuellen Vorsprung auf knapp 30 Punkte. Währenddessen nimmt Roman neuen Anlauf. Okay, so. Mal noch da vorne um die Ecke. Und dann würde ich schon sagen, nächster Spot. Nächster alter Spot. Jingle bells, shoppen macht jetzt Spaß.
in unser Sale of the Year 20% oh ist das krass. So, Jingle Bells, hör auf zum Essen und Laufen. Wann uns so lange Vorrat reicht, also fang jetzt an zu kaufen. Danke an die gesamte Community für ein tolles Jahr 2025. Darum gibt es auch in diesem Jahr als kleine Geschenk 20% auf fast alles. Einfach auf dem Link in der Videobeschreibung klicken, in dem Shop dein Wunschprodukt auswählen und dann an die Kasse den Code DANKE25 eingeben. Der große Christmas Sale am 25. und 26.12. nur auf hechtundbarsch.de. New from Western Fishing. W6 and W8 waders. Built to last and bring you closer to the fish of your dreams. Na gut, wir watscheln mal weiter. Hier ist ja pissflach. Aber es wird jetzt echt kein Löwe gewesen sein. Yeah. Oh, it was a pike. Okay, I thought it was a big perch. It was a pike. I saw it. Fish number 7. Bringt meinen Puls so runter auf Hecht zu angeln. Das ist echt krass. Was ist ein Hecht rumsteht auf Topwater? I think the pikes are also on fire today. Probably one of the first times they have this wind and overcast in a long time. Jo, fish. Naja, wieder ein bisschen besser. Also nicht, ich glaube nicht größer wie der eben, aber um die 60 könnte er gehen. Mann ey, da muss da jetzt mal so ein 8er stehen. Ach genau, 60. 60,5. Unser Format 61, der hat einen schönen gemaserten Bauch. Guckt euch mal den Bauch an. Geiler Fisch, schöner Fisch. Wenn der mal richtig groß werden würde, wäre schön. Boah, okay. Oh, da stand noch einer. Da steht da noch. Gerade den Hecht freigelassen, hier ist noch ein Hecht weg. Da war vielleicht 50 oder so. Und er steckt noch hier vorne in den Stein. Jetzt ist er weg. Cool. 50% seines Boards sind damit heute schon aufgewertet. Marc marschiert, wenn auch in kleinen Schritten. An anderer Stelle stellt Max bezüglich seiner Hechte eine berechtigte Frage. Das ist hier wirklich Frittenhausen hoch 10. Wo ist denn der Mittelbau der Fische? Nicht ein 80er, nicht ein 90er, 2 70er. Na gut, ich darf jetzt hier auch nicht zu viel Zeit auf Topwater verbauen. Ich bin gerade schon am Rechnen, wenn ich den Zander nicht bekomme und eigentlich den gesamten Tag auf Hecht angeln, kriege ich es da hin, 50 Punkte Upgrade zu bekommen. Das sind zwar 80er Hechte, das ist jetzt nicht so die Welt eigentlich. Aber hier vielleicht auch hart. Aber es hat ja auch keiner so richtig auf Hecht geangelt, glaube ich.
dicken Latschen hier. Oh oh. Naja, man kann da schon noch ein Stück reingehen. Okay, hab ihn. Naja, wenn wir schon mal hier sind, oder? Fischer ist natürlich keiner da. Das war das. Ja, leider war es mit dem Spot nichts. 2 Fehlbisse draußen beim Jiggen. Ich würde sagen, das eine war ein Barsch, vielleicht war das andere ein kleiner Zander. Dann einen kleinen Hecht verloren am Ufer und eine Topwater-Fehlattacke. Ist eigentlich ordentlich Fischausbeute für, weiß nicht, Stunde 15 geangelt oder so. Ja, jetzt geht's zurück und wahrscheinlich auf einen der Plätze von gestern erstmal. Oh, und dann geht's weiter auf Zanderjagd. I got it. It's just so small. Thought I missed it. Während Ton damit beschäftigt ist, den kleinen Barsch abzuhaken, pirscht sich plötzlich etwas an. It's a beer! Oh, now we are talking. Big perch, man. Yeah. Really shitty hooked. Yeah, fuck, I thought 2 bears coming. Hey, is it going? Yeah. Looking for Xander to fill my car. Yeah? They might be around. They might be around, yeah? You never know. That's for sure. So good luck for you. Yes. You're looking for some perch, looks like yes. that? Yes, some good perch. As you saw, I just caught a giant. There are some perch, yeah, that's for sure. Yeah. But they are everywhere. Small ones. Good luck, Ton. All right, you too. Bye-bye. Bye. Yeah, come on. Max, did you catch the pike during Xander fishing? The big one? 25 centimeter big bait. No, really? Full take. Really? It was so crazy, man. No, huh? Crazy, huh? Congrats on it. I guess he has his sander. We might have not seen his score if he drove more up. And if he started on the point. He looks very happy and he left here already. Yeah, right. I don't know. Alte Weisheit beim Turnierangeln: immer lügen. Ton gerät nach der vermeintlichen Bärenattacke über die Konkurrenz ins Grübeln. Bei Roman heißt es dagegen: Eyes on the prize. The grind for the Xander. Oh. If we do that a full day, we should be able to catch a 90. Casting in the deep with a blade. Da hat's geraubt. Wo? Genau vor dem dicken Stein da hinten. Fish on.
Leute. Oh, jetzt hänge ich. Oh, hänge ich denn jetzt? Scheiße. Ah. Was eine Ketteraktion. Irgendwo da vorne festgehangen. Oh, der ist ein bisschen besser. Der geht vielleicht. Naja, Ende 60. Oh. Geil. Gerade mit Jochen gequatscht, nicht aufgepasst und zack. Okay. Moment der Wahrheit, Leute. Fisch hat 66 cm. Okay. Ja, mein punktstärkster Fisch bis jetzt hier in Finnland. Ein 66er Hecht. Ist auch wieder einen echt schönen Bauch. Tolle Fische hier auf Topwater. Wieder auf dem Bleeker Toppy. Der fliegt einfach unheimlich weit. Ich habe den wieder bis ganz da drüben Richtung Kraut geworfen. Zweimal angepoppt. Dann kam die Attacke. Der Fisch darf auch gleich wieder ins kühle Nass zurück. Und tschüss. Oh. Hui. Ah, sehr schön. So, Toni schicken. No way. Kein Biss, nix. Unmöglich zu sagen, wenn man einen von diesen Hechten auf so einen Köder gefangen hat. Ach, Mando. Naja, nicht aufgeben, weitermachen. Fisch. Ach, Barsche. That's why. Barschis! Die Frage, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Wenn 30er dabei ist, lohnt sich das. Gut, dann Mission Hecht, kurz auf Eis. Kiste hier raus. Klar, macht man einen kleinen Köder drauf, weiß keiner mehr. Fisch, ist weg. Nice cast with this one. All the perch was here, right? That's the tip. Oh, had a bite. Again. Yeah, that's a zander, I think. It will be a pike, I think. Oh, das ist ein Haus, wa? Das ist gar nicht Kirche. Oh, ich will mal schauen. Nachdem wir jetzt eben gerade am liebsten mal Ton fast verarscht hätten, wir sind ja hier behind the Wolf Border und die beiden, also Erik, sein Kameramann und Ton, haben sich massiv erschrocken, als wir aus dem Wald gekommen sind. Wir hätten uns einfach mal hinlegen müssen und ein paar Bärengeräusche von uns geben müssen. Leider haben wir den Content für euch verpasst, aber da haben wir gerade nicht dran gedacht. Auf jeden Fall steht jetzt für mich auf dem Plan
hier auf Zander wieder zu angeln natürlich. Wieder so eine 5 Meter Kante. Das sind gar nicht so viele, wo man hier vom Ufer rankommt. Vom Boot ist das, glaube ich, gar nicht so schwierig, hier einen Zander zu fangen. Aber naja, hoffen wir mal, dass das hier jetzt eventuell auch vom Ufer aus klappt. Hat ja für Mark und für Ton schon funktioniert. Also es scheint möglich zu sein. Fisch. Kleiner Bauch. Hilft mir nicht weiter. Ja, ist okay. Ist okay, ist okay. Ja, mal so ein 30er Barsch wäre ganz schön. Hoppa. Oder mal so ein 80er Hecht. Oder beides. Oh. Fisch. Nein! Eieiei. Den habe ich ankommen sehen, den Kollegen. Sehr steiniger Boden da hinten. Das ist sehr gut. Boah, ist das steiniger Boden. Da ist er. Was ist das denn? Boah. Ist das ein Netz? Ach ja, das könnte ein Seil sein von den beiden Bojen. Das war ganz ekelhaft. Hier direkt vorne. Nee, das war Fisch. Das war eindeutig Fisch. Aber sowas von war das Fisch. Festgesetzt. Hier ist Fisch, das ist richtig gut. Ja, also der Paddelschwanz ist auf jeden Fall ab und auch noch runtergezogen. Tja, frech. So, jetzt wird's assi, weil jetzt kommt ein 10er Slender Scoop Shad. Auch am 10 Gramm Köpfchen, aber mit so einem ganz fiesen kleinen Drilling drauf. Der 42er Zander, der da gleich dran hängt. Den feiere ich richtig. Oh, da war richtig geile Struktur gerade. Das war richtig, richtig gut. Wo war denn das da, die Richtung Insel? Oh, Alter, ist nicht so schlecht, der Fisch. Komm on, erzähl mir nicht, du frisst nur Topwater. Boah. Entweder hat er das gecheckt oder er findet den Toppi so geil, dass er nur den fressen will. Oh, da war ein Biss. Da ist er! Bitte sei ein Zander, bitte sei ein Zander. Nein! Nein! Ein Hecht. Ein Hechtchen. Trifft ganz gut. Oh, als Großhechtangler so ein Hecht auf die Matte zu legen ist so hart, Alter. 54, oder? Ein 54er finnischer Hecht. Was sagen wir dazu? Petri, ein Zander in der Größe, der wäre es gewesen. Mach's gut, mein Kleiner. Mach's gut, ein kleiner Hübscher. Die Scale kann hier gleich liegen bleiben, weil der nächste Zander, der wird da drauf liegen gleich. Mentale Zielvisualisierung oder so ähnlich. Einigen anderen fällt das mittlerweile nicht mehr ganz so leicht. It's difficult. It's really difficult. The day is short. Oh, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Yes! Und der Haken ist raus. Das ist ein schöner Barsch, Leute. Also, hier ist es ein super schöner Barsch. Okay, der Rabol regelt. Schöner Barsch, Leute.
Geil. Schön auf dem Terraball. 34, also ein bisschen über 33,5. Fast 34, okay. 68 Punkte, geil. Das ist eine schöne Verbesserung auch für meinen Barsch. Ein schöner Fisch, schön dunkel. Hier unten ganz rote Schuppen. Die fressen auf jeden Fall Krebse hier. Der darf jetzt zurück. Okay. Geil. Ja, ich dachte erst, es ist ein winziger Hecht, um ehrlich zu sein, aber es war doch ein ganz schöner Barsch. Top. Marks bislang punktstärkster Fisch lässt ihn ganz dicht an Ton heranrücken. Der wiederum schürt gerade bei seinem Kameramann die Hoffnungen auf eine baldige AU. Every time I run into these stones, it feels like a bite, huh? Really aggressive stones. Könnte ein besserer Barsch gewesen sein. Boah, dann definitiv Barsch. Bup, 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 bup. Aber wenn ich schon am Stinger nicht kleben bleiben, Löwen. Fisch. Yes! 30er Barsch. Mal gucken, wie lang der gute ist. Der hat 33,5, gerade so. Also ein schöner 34er Barsch wieder. Geil. Sehr schön. Ich habe jetzt mal auf den Gummifisch gewechselt, weil in der Kuh gab es viele Bisse, aber leider nur Fehlbisse, auch viele kleine. Und habe jetzt mal den Nitroshed drauf gemacht. Nitroshed 65 mit 7 Gramm, hier sehr flach. Ich will eben schnell über die Steine und der Strömung. Hat funktioniert, hat einen schönen Barsch gebracht. Dann muss ich jetzt reporten und dann hoffe ich, dass ich hier noch so 1, 2 von denen fangen kann. Das wäre schön. Das sind gute Punkte am Ende, denke ich. Mark holt sich erstmals die Führung und schaut man sich seine bisherigen Fänge so an, muss man sagen, an Tag 1 hätte der Hesse eigentlich nur für den Zander aufstehen müssen. Die mutige Spotwahl hat sich jedenfalls bislang bezahlt gemacht. Bereits vom Vortag bekannte Stellen eher weniger. Ich hole noch einmal einen neuen Köder und gucke noch mal, ob ich noch einen Barsch kriege. Sofort wieder da. Oh, Biss. Barsche. Dann nochmal gezielten Wurf auf Barsch hier reinmachen. Alright, up for a good walk. Gonna tie a spinnerbait on and fish quite fast. Until we reach that side. Kleine. Aber schöne Fische sind es trotzdem. Die sind alle sehr dunkel und haben alle diesen roten Bauch. Richtig schön gefärbte Fische. Auch der Kopfbereich. Geil. Der hilft mir nix. Das fröhliche Spot-Hopping geht weiter. Ihr habt vielleicht schon im Hintergrund gesehen, da war eine Brücke. Naja, jetzt müssen wir einmal zur Brücke. Es ist zwar wahrscheinlich die Brücke, die sich jeder schon 10-mal angeguckt hat im Training. Aber ich weiß nicht, ob da schon jemand geangelt hat, keine Ahnung.
gehen wir jetzt einfach mal hin. Gucken mal, ob wir da irgendwas fangen. Da ist auch ein Krautfeld rechts daneben. Irgendwas wird da schon gehen und wenn nicht, geht es dann wieder weiter und weiter und weiter. I think we're gonna take the risk and drive to the bridge with all the bait fish. I'll try it. It's a really long way walking. Just gonna do that. When I cast out this right side, we probably catch a small pike. Oh! This deeper reed holds a lot of pike. Huh? Fisch. Fühlt sich besser an. Der verkauft sich einfach nur gut. Jetzt kommt er zu mir geschwommen. Verkauft sich gut, aber das könnte mir eventuell einen Zentimeter oder so bringen. Wir messen ihn mal, aber guter Kämpfer hier im Fluss. Zack, vielleicht bringt er was, vielleicht schon nicht. Warte. Ne, auf dem halbjährigen nicht, aber 31. Bringt auf jeden Fall. Was würde ich jetzt einfach mal behaupten? Ich habe so ein bisschen den Überblick verloren, aber macht nichts. Ich schick's einfach Toni. Das ist Toni seine Aufgabe. Und tschüss mit dir. So. Toni. 2,5 Stunden erst. Nicht schlecht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Fische beißen. Das heißt, bei den anderen wird es sicherlich auch gut laufen. Naja, gucken wir mal, wer am Ende die größeren fängt. Ich bräuchte mal so einen richtig Ausnahmefisch noch drin, wie Max hat. So 1,7 Meter Hecht oder so ein 45er Barsch. Gestern hatte ich einen Fisch dran. Übrigens habe ich gestern mit Ton in der Unterkunft ein bisschen gequatscht. Wir sind ja im selben Haus. Und er hatte lustigerweise an der Brücke auch einen Hecht, als Attacke-Nachläufer. Und das hat er mir erzählt. Ich gesagt, naja, das war wahrscheinlich derselbe, den ich dran hatte. Also wahrscheinlich haben wir denselben Fisch da gehabt. Er meint, er war um die 90, also er hat ihn besser gesehen als ich. Fisch. Der hilft uns nicht. Only problem is, I'm sure he got a good hook in his lip. Yeah, I think so. Ei, in der Tat aggressive Steine. Zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert. Wir geben Ton kurz Zeit zum Berappeln. Ja, und jetzt, wo ich mich mit Ton unterhalten habe und er den Fisch noch besser gesehen hat als ich, also die Chance ist ziemlich hoch, dass es derselbe Fisch war. Der war wohl um die 90, mein Ton, und das ärgert mich natürlich noch mehr, dass ich diesen Fisch verloren hatte, weil ich hatte ihn ja richtig dran, auch noch auf Topwater. Das wäre so ein Fisch gewesen, der sehr wichtig wäre fürs Finale, aber was will man machen? Vielleicht kriege ich heute noch mal eine Chance und der landet dann im Kescher. Ja, kleiner Barsch. Ja, sehr schön. Let's go. We're gonna drive sometime. Gut. Aufi! So, wir sind an der ominösen Brücke angekommen. Ja, und ich würde sagen, ich habe hier mal ganz kurz geguckt, ob nicht an dieser Brücke irgendwie ein Zander steht. Wobei die Tiefenkarte sagt, dass es in die Richtung tief ist. Unter der Brücke nur 2,5. Deshalb die Brücke gleich, vielleicht erstmal anangeln. Jetzt hier erstmal ganz kurz im Vorderbereich hier quasi gucken. Schön auch, dass die Sonne jetzt rauskommt. Das ist immer richtig, richtig gut bei klarem Wasser auf Zander. Naja, schauen wir mal. So ein ganz bisschen drückt der Wind sogar durch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es strömt, aber ich habe es auch schon schlechter gesehen.
Den messen wir jetzt auf jeden Fall mal. Weil ich mir unsicher bin, was mein punktschwächster Fisch ist von gestern. Schöne Farbe, richtig schön dunkel. Aber ich glaube in dem Fall, naja, doch. Genau, 29. Kleiner 29er Barsch. Der darf auch gleich wieder zurück. Schicke ich an Toni und dann geht's weiter. Auch wenn der Fisch nichts bringt, Toni hat am Handy viel zu tun. Vielleicht klingelt's ja jetzt auch mal bei Roman. Oh. Nein! Ah. Oh, der war gar nicht so klein. Oh no. Das ist 100 Pro der von gestern gewesen auch. So stumpf, ey. Abfahrt. Oh Mann. Das war der letzte Herring-Chat V2, den ich habe. Abrissparty geht weiter. Krass. Das ist wirklich krass. Mach mal kurz Topwater da bei den Seerosen, das kannst du ganz witzig filmen mit der Drohne. Oh, ja, ja, ja. Oh Gott. Ach herrje. Ein Löwenhecht. Wuhu. Bah. Nein, ich will den gar nicht messen, Alter. Aber das könnte halt wirklich ein 47er sein und ein Punkt mehr als der 23er Topwater Barsch. Nein, der ist wirklich größer. Das kann ich sagen. Das ist ein 48er Hecht, Alter. Ja, 2 Punkte Upgrade. Naja, ich setze den Kleinen mal direkt wieder zurück. Wachst du mal bitte ganz brav ab, bis du noch mal einen Köder beißt. 48er Hecht. Oh, ich angel sehr gerne auf Großfisch. Und das soll sich jetzt echt nicht doof anhören. Aber so einen Fisch zu messen, in die Kamera zu halten, das ist auf jeden Fall speziell. Da tut einem ja der Fisch fast leid. Naja, nun gut. Weitermachen, vielleicht steht ja noch ein 50er da. Humor, aber wollen wir doch erst mal sehen, was 2 Punkte am Ende tatsächlich wert sind. Max rotiert weiter zwischen Zander und Hechtangeln. Was hat Toni jetzt vor? Alright, we're back in the car and I have to say I will take a high-risk move. While I was scouting, I had to go to the supermarket, so I had to drive 1 hour and then I saw a lake on the way towards the supermarket, a big lake, about 50 minutes driving, and I saw a lot of bait fish there. I asked around in the hotel and for local guys if they knew the lake, and no one knew it and no one seems to be fishing it. So we have about 4 hours left when I arrived there, and we're just gonna go pioneering style on a new lake, taking a big risk. Let's go. So, ich mache jetzt noch 2 Würfe auf dem Hecht hier neben in dem flachen. Da hat ja vorhin einer meinen Topwater attackiert, der sah gar nicht so schlecht aus. Wenn da jetzt aber nichts beißt, gehen wir weiter. Wir haben hier noch, der Pool ist noch ein Stück. Und ich würde auch gerne mal da angeln, wo ich die anderen vielen Bisse hatte. Und dann haben wir noch einen Pool unten. Und dann haben wir noch den Auslauf. Also wir haben eigentlich schon wieder fast zu viel Wasser. Allein hier für die Zeit, die uns bleibt. Aber hier ist Fisch und ich sehe im Moment keinen Grund, warum ich hier weggehen sollte. Und habe mir zum Glück die 24-Stunden-Lizenz gekauft. Es gibt eine Lizenz für 6 Stunden und eine für 24 Stunden. Die ist natürlich teurer, die 24-Stunden-Lizenz. Aber ich habe gedacht, komm, kaufst du dir die 24-Stunden-Lizenz und wenn es so weiterläuft, kann sein, dass ich hier die ganzen 8 Stunden verbringe, hier an dem kompletten Stretch. Das Schöne ist hier halt, dass ich die Fische, oder mir einbilde, die Fische besser zu erreichen. Klar, ihr habt hier ein bisschen weniger Wasserfläche, wo ich angel. Also es ist alles ein bisschen kompakt, alles ein bisschen schmaler. Ich kann fast bis rüber werfen. Das heißt, die Fische, die hier sind, die erreiche ich deutlich schneller wie in dem großen Seeteil.
wo die halt wirklich irgendwo extrem weit draußen stehen können und sicherlich teilweise auch werden, die ich ohne Boot gar nicht erreiche. Und hier ist halt alles ein bisschen kleiner, hier kann ich alles schöner abfischen. Und bisher bereue ich meine Wahl nicht, hierher gekommen zu sein. Natürlich weiß man nie, wie es woanders läuft. Vielleicht läuft es woanders besser in den großen Seen, vielleicht beißen die Fische da heute gut, aber für meinen Teil bin ich heute sehr zufrieden, nachdem ich gestern so ein bisschen gestruggelt habe. I'm just going to this lake to try and find better averages on the pike, perch or zander. The good thing is it's not so difficult to find better averages. So the fish we have on the cord now are not so big, and maybe in the next lake there is more bigger fish. Maybe less fish but bigger fish. We will see. We see each other back in 50 minutes. Let's go. Oh, ordentlich. Oh! Komm, hau ihn weg. Nein! Wie viele Hechte stehen da? Oh, ich habe keinen Frosch mehr. Den kann ich auch nicht so weit werfen, würde mir auch nichts bringen. Aber da hinten, den hole ich mir noch. Eigentlich muss ich da immer nur ganz hinten reinkacheln. Oh! In die Seerosen und noch viel weiter. Komm schon, der drillt wie ein 55er. Oh Gott, nein, der ist ja genauso klein. 49. Ton, ich komme! Falls Ton überhaupt noch vorne ist, vielleicht hat ja auch jemand anders schon überholt. 49er Löwenhecht, jawohl! Mach's gut, mein Kleiner. Schick gerne noch mal so einen wie gestern Abend vorbei. Den würde ich auch gerne auf Topwater fangen. Come on, take it. Take it. Got it. Da ist aber ein kleiner Barsch. Ein kleiner Topwater-Barsch. Ja, vielleicht sind hier noch ein paar Barsche zu fangen, ein paar größere. Schneebler. Okay. Fisch. Und im Kescher. Keine Ahnung, ob der was bringt. Oh, der Fisch hat. Warte. Ja, 60,5. 61 Punkte auf Topwater. Schöner Hecht für hier im Moment. Cool. Schöner dunkler Bauch. Toller Fisch. Okay, also fast ein 60er Schnitt, außer der Zander halt. Gut, der ist klein, aber ich bin froh, dass ich ihn habe. Ich weiß nicht, was die anderen treiben. Ton hatte seine ja schon, sein Zander. Die anderen beiden müssen noch. Keine Ahnung, wie das heute läuft, aber heute ist bedeckter. Heute könnte es ein bisschen besser auf Zander sein. Ich mache auf jeden Fall hier weiter. Mir macht es Spaß. Wir haben Frequenz. Wir haben ein paar bessere Fische zwischendrin. Und wir haben auf jeden Fall genug Zeit, um noch einen großen zu fangen. So, we just arrived on a spot that I found during practicing. Deeper spot for zander. After a 50 minutes drive, because we wanted to gamble a little bit, we went to an unknown lake. No one could tell us anything about this lake, and I'm really curious if there is even fish inside. It's quite a gamble, but the spot looks so good, and on the next bridge where we go to, I saw a lot of bait fish. So there have to be some fish in here. It's too small, but there is fish here. Yes! Crazy!
That's super news. That was the first cast. Crazy. We're gonna fish this out really careful to try and catch a big sander. First cast. Ich bin gespannt, ob sich der Pioniergeist auszahlt. Roman bleibt vorerst bei alt bzw. bei gestern bewährtem. Neuer Spot, alter Spot, neues Glück. Da hinten habe ich ja gestern den ersten Zander gefangen und habe die Hoffnung, dass da noch mehr sind. Ich hatte wahrscheinlich auch noch 1, 2 Bisse. Auf der Fahrt hierhin habe ich mich ein bisschen besinnt. Was hat mich denn eigentlich ins Halbfinale gebracht? Und es war das Dropshot und es war der Pintius. Drückt mir die Daumen, dass das jetzt schnell geht und wir endlich Hechtangeln gehen können. Ich habe jetzt 20 Gramm unten dran gemacht, damit ich schön weit werfen kann. Blei bleibt eh am Grund, von daher ist egal, wie viel. So, da ist der Grund. Bist du ein kleiner Hecht oder bist du ein besserer Barsch? Voll in die Schläfe gestochen, ey. Ja, oh, Sanderbite. Directly. So ganz ohne Struktur fühlt sich das auch irgendwie, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. This was a sander. Crazy, huh? Oh. Kann nur Zander gewesen sein da draußen. Sind auf der richtigen Fährte. Super sharp drop-off. Flieg und Sieg. Oh, Bugwelle? Oder ist der Kraut dran? Wo kommt der Regen jetzt her? Aber das können ja auch nicht mehr als 5 Tropfen sein. Gucken, was die Hechte zu Regen bei Topwater sagen. Ist das jetzt Kacke mit der Sonne? Bleibt das Regenrisiko, das mir versprochen wurde. Das ist maximal noch eine halbe Stunde hier. Was haben wir denn? Und dann können wir immer noch später wieder Zander angeln. Schönes Fotofinish. Jo, da ist er. Ja, Mann. Oh, der hat schön geruppt. Aber ob der Maß hat, ich weiß es nicht. Nein. Sind die eigentlich überall? Ist doch blöd. Tut mir jetzt auch furchtbar leid, dass ich mich ärgere, einen Fisch zu fangen. Aber ihr könnt sicherlich verstehen, dass so ein kleines bisschen Druck da ist. Und dann kommt endlich der Tock weit draußen, wo man den Zander vermutet. Und dann ist es wieder so eine Flöte. Richtig schöner Zandertalk war das, wie er im Buche steht. Ja. Sander. Off! Was a sander. Was a good sander, huh? It's a big hole here in front of the stones. Wir gehen jetzt Hechtangeln. Das hat keinen Wert hier. Mit Bewölkung wäre ich noch optimistischer, aber so fühle ich es gar nicht. Und woran erkennt man einen echten Angler? Portemonnaie aufmachen,
Stahlverfächer drin. Ich habe schon fast erwartet beim Flug, dass sie mich rausholen, weil sie mich fragen, was das in meinem Portemonnaie ist. One cast here and then we take the other, that side of the bridge. If you make here 2 steps, you're in 10 meters of water. Oh, gegen Wind lässt er sich so schlecht werfen. Da ist er, da ist er. Jawohl, was auch immer das ist. Ein Hecht. Gerade gehofft auf den Barsch. Der ist aber wütend. Gut. Oh, der ist schön. Yes. Yes. Da ist das Upgrade-Ding. Jawohl. Oh, auf Crankbait. Nice, ey. Das ist ja schon ein besserer Hecht. Den hätte ich auch auf Topwater gern genommen. Egal, ich hab ihn. Das ist das Wichtige. Kann ich mich hinstellen? Wow. Was hast du? 72. Schöner 72er Hecht. Den nehme ich. Richtig krasse Farben. Auch der Bauch schon wieder richtig schön. Sehr schön. Geht der Schöne wieder zurück. Unfassbar schönes Fischchen. 72er Hecht. So, kurz festhalten, damit er sich stabilisiert. Und jetzt schwimmt er von alleine weg. Yes! Uhu, sehr, sehr schön. 72er Hecht. Das ist jetzt mal ein vernünftiges Upgrade zu dem 54er. Geil, richtig gut. Hier, als Topwaterfisch wäre das ein super Exemplar gewesen. Aber auch so bringt sich Max wieder näher heran und wahrt damit die Chance, möglicherweise auch ohne Zander um den Titel mitzufischen. Uns bleiben jetzt übrigens noch knapp 4 Stunden. Ton liebäugelt beim Seitenwechsel an der Brücke mit der nächsten Knie-OP. Im ganzen Pool noch vor uns. Boah. Heiland Maria und Josef. 52. Richtig drauf geschossen. Kleiner, schöner Hecht. Soll er gleich zurück. Vielleicht gibt es ja noch größere. Wer weiß, wer weiß. Da muss ich mir jetzt immer irgendwas überlegen. Ich habe das Problem, ich habe keinen Topwater-Frosch mehr. Und es gibt ja die Regel, dass Topwater auch wirklich schwimmen muss. Das heißt, wenn... Schwimmt der? Zählt das jetzt als Topwater? Das ist jetzt die Frage. Wenn ich da jetzt nämlich so einen kleinen Offset-Haken reinmache, könnte ich den hier angeln. Das ist nämlich so dieses Duratech-Material von Savage Gear auf manchen Barsch Creature Baits. Tja, dann würde ich sagen, ich würde jetzt einfach mal das probieren, weil ich habe leider einfach keinen Frosch. Und hier muss ich halt einen Frosch angeln oder sowas. Und naja, die Suicide Duck ist ein schöner Köder, ist ja witzig so. Aber ist halt auch schon kein kleiner Köder und mir reicht der Topwater schon 65er oder so. Und der haut auf jeden Fall nicht auf die Ente drauf. Die ist zu wuchtig dafür. Hecht. Oh, der ist ein bisschen besser. Den hat er sich eingebaut. Oh yeah. Das ist doch ein lohnenswerter Besuch hier. Alles keine Reason, aber spaßige Fische. Ja, 61er Topwater-Hecht. Ist nett. Anscheinend sind hier doch noch ein paar mehr. Das Wasser hat genau die Farbe von den Fischen. Einfach weg. Krass. Cool. Dieser Köder bringt dich garantiert zum Hecht. Der Köfi Real Vibe. Voll lackiert, semi-transparent, ultra realistisch mit Folie eingearbeitet.
Der Köder hat gleich mehrere tolle Features. Zu meinen absoluten Highlights gehören vor allem der kugelgelagerte BKK-Drilling, der deinen Aussteiger aufs Minimum reduziert. Hier vorne gibt es noch eine Öse, um einen Chica-Sinker einzuarbeiten, damit man den Köder auf maximale Tiefe bringen kann, wenn die Hechte dann auch mal etwas tiefer stehen. Und jeder Köder wird mit 2 verschiedenen Tails geliefert. So ist man am Wasser farblich noch etwas flexibler und kann auf die Bedürfnisse der Hechte eingehen. Einmal ganz simpel eingeleiert, läuft er schön in der S-Kurve oder mein absoluter Favorit im Stop and Go, quasi mit halben oder ganzen Kurbelumdrehungen, je nach Rolle, um ihn schön von links nach rechts ausbrechen zu lassen. Das Gute an dem Köder: mit 180 mm Länge hat er ein Gewicht von nur 53 Gramm und ist somit an jeder normalen Hechtspinnrute angelbar. Deswegen, es gibt keine Ausreden mehr. Schnappt euch den Real Vibe, ab ans Wasser und ab an die dicken Hechte. Du träumst schon immer von einer Luxusuhr. Jetzt kann dein Traum in Erfüllung gehen. Unter allen Hecht- und Barsteh-Kunden verlosen Monaco Watch Company und Chronocash eine 39 mm Tudor Pelagos Luxusuhr im Wert von knapp 5.000 €. Bestehend aus einem Titangrad-2-Gehäuse mit saturierter Oberfläche, einer hohen Gangreserve von etwa 70 Stunden, bis zu 200 Meter wasserdicht, schwarzem Ziffernblatt mit Sonnenschliff und vielem mehr, veredelt die Tudor wirklich jedes Handgelenk. Ob in Monaco, München oder online. Bei den Jungs ist jeder willkommen. Vom neugierigen Einsteiger bis hin zum passionierten Sammler. Von jung bis alt, ganz ohne Etikette und ohne Vorurteile, gibt es hier geballte Fachkompetenz zu allen Luxusuhrenthemen. Uhrsammeln ist nur was für alte Leute? Monaco Watch Company und Chronocash beweisen euch das Gegenteil. Alle Details zur Aktion und die Teilnahmebedingungen findet ihr direkt hier im Link in der Videobeschreibung. Hey Leute, ich habe hier was richtig Tolles für euch. Die My Ilex Selection Markbox 2025. In dieser Box habe ich zusammen mit Ilex eine feine Köderauswahl zusammengestellt, die perfekt zu meinem Angelstil passt. Und viele davon in exklusiven Sonderfarben, die ihr nur in dieser Box bekommt. Enthalten sind einige meiner absoluten Favoriten. Jeder Köder ist sorgfältig ausgewählt, damit ihr direkt am Wasser durchstarten könnt. Und obendrauf gibt es noch ein exklusives Ilex Cap, eine Autogrammkarte und sogar eine limitierte Ilex Backhahn. Aber Achtung, diese Box gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl, also warte nicht zu lange und sichere dir jetzt deine My Ilex Selection Markbox und sei bereit für dein nächstes Angelabenteuer. Und denk dran, bald ist Weihnachten. Mit dieser Box hast du eine super Geschenkidee. Hier haben wir den Bubbly von Stucki, ein kleiner Popper, 5,5 cm. Der läuft super zuverlässig und man kann den auch so führen, dass er so einen Walk-the-Dog-Lauf dabei noch hat. Hat jetzt schon ein paar Barsche gebracht, die waren leider nicht groß genug. Jetzt auch den Hecht, der war groß genug. So wollen wir es haben, ist doch geil. Auf ins Rennen mit dir. Aber die Frage ist jetzt gerade so ein bisschen mit 2 60+ Hechten auf Topwater. Macht es dann noch so viel Sinn, überhaupt weiter Topwater zu angeln? Weil ich müsste ja schon ein paar 30er Barsch auf Topwater fangen, ja, ein 30er, um den auszutauschen, beziehungsweise sogar ein 31er, 32er. Und weiß nicht, wie realistisch das ist. Deswegen denke ich eher, ich habe hier die Hechtroute noch mitgenommen, dass ich es mal drauf anlege, nochmal einen größeren Hecht auch zu fangen. Aber Topwater-Angeln macht halt auch viel Spaß, ne? Klar, dass man da ungern aufhört, aber Romans jetziger Topwater-Score ist bereits durchaus solide. Max dagegen hat in der Hinsicht mehr Luft nach oben, aber leider kein passendes Gerät.
schlechte Nachrichten. Der Köder schwimmt nicht mehr mit Haken drin. Suboptimal würde ich das nennen. Ich habe halt nichts, was ich sonst angeln kann. Oh, ist das ein Pain. Oh, das ist ärgerlich, dass ich keinen anderen Frosch mehr habe. Weil ich den in der Telefonleitung abgerissen habe, ey. Das war wirklich richtig dumm. Da hängt ein Köder, ja. Oh, war das hier ein Hecht oder was war? Oh, das war ein besserer Barsch. Popper, was tut's hier? Oh! He took it pelagic on the way down. Geil, es funktioniert. Aber ich glaube, so wirklich groß ist der auch nicht. Oh, hängt er im Kraut. Ja, da habe ich ihn. Manchmal. Oh, nein, er ist ab. Ja, wir hatten ein bisschen Regen angesagt. Da ist er jetzt. Bei den Temperaturen, die wir hier haben, ist das absolut nicht schlimm. Aber ist meine Erfahrung, ist Topwater wirklich eine hoffnungslose Geschichte. Deswegen werden wir jetzt ein bisschen hier auf ordentliche Hechte angeln. Dafür nehme ich hier von Blue Blue den Kono Yaru. Das ist ein Swimbait, zweiteilig mit einer Gummilippe hier vorne. Der hat auch auf jeden Fall schon mal ein Fischchen gesehen. Und so weiß-grün müsste eigentlich hier auch eine gute Sache sein. Das Schöne am Regen ist jetzt aber, dass die Mücken weggehen. Da hatte ich auch gar keinen Bock drauf. Fisch. Glaube ich nicht. Der Fisch hat fürs Protokoll, halt, 55,5. Eine weitere Attacke. Mal wieder ein bisschen Action. Kein Frog dabei. Oh, ordentliches Gewitter. Okay. Naja, nun gut. Noch ist es da hinten. Oh, fuck. Der war besser. Oh, der war gut. Da ist er. Jawohl. Der ist richtig gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Wenn ihr angelt, habt den Kescher immer ready. Immer Kescher offen haben, man muss ready sein. Der Fisch kann direkt hier vor den Füßen hier kommen. Und wenn man dann den Kescher erst noch tüdeln muss und den Fisch da irgendwo an loser Schnur da so halbgar handelt noch, das kann nach hinten losgehen. So schlecht, 1-2 Mal mehr kurbeln, ey. Low Performer Move, ey. Scheiße. Ja. Small pikey, I think. I have a salmon! Or a trout! Wow! That's crazy! Maybe that's why I miss it, the bites. What a fish. Crazy. There he goes. Definitely that the other bite I got while it was going down was also one. They take it on the way up, huh? I was... Maybe there's many here, huh? Was ich sehr bemerkenswert finde, Ton freut sich aufrichtig über fast jeden Fisch. Ob's für diesen hier gereicht hätte, ist dann aber doch zweifelhaft. Kleinster Hecht, den ich jemals gefangen habe.
Ist das auch ein PB? Ne, ein PW, ne? Ja. Okay, der nächste Hecht liegt im Kescher. Der Stickbait im absoluten Gemüse hat was gefangen. Wow, ist das hier ein Schlickschlamm. Also meine Actioncam ist leider ausgegangen. Natürlich beißt der Fisch genau in dem Moment. Hier haben wir den nächsten kleinen Hecht. Oh Gott, ob das ein Upgrade ist? 54. Das ist die 55er, das ist die 54er. Das liegt da jetzt. Und die Bullet Mullet war es natürlich wieder. Ja, ich würde sagen, ich kriege einen neuen Akku für die Actioncam und dann fange ich hier nochmal einen 60er. Sehr schön. Vorne stand ich, gell? Ja. Ach komm, machen wir für 4. Oh, guter. Der ist gelandet und der hat sofort drauf gehauen. Ja, guter ist übertrieben, aber nochmal ein N50er. Da ist er. Der Bubbly hat es wieder geregelt. 65. Tippitoppi. Und zurück in dein Krautfeld. Ja, es geht voran. Eigentlich wollte ich aber gerne 70er haben. 65 ist schon mal näher an 70. Immerhin steht Roman damit nun mit der besten Topwater-Punktzahl da. Gleichzeitig hat Ton die Gegebenheiten am aktuellen Spot nahezu vollständig erfasst. Wenn die Ergebnisse jetzt noch richtig interpretiert werden, sollte es doch zeitnah knallen. It's super strange. Every time you get closer to the rocks, it becomes a little bit deeper. There is a hole here. Probably because of the current. That means it's a river. That it's like a boona. Normally, rivers are good for bigger fish. That's a rock. Nein. Boah, der hängt. Alter, war das ein Biss. Und der könnte sogar noch einen kleinen Ticken größer sein. Der ist einfach nur geflogen. Ey, krass. Guck mal, wie orange der ist, wie ein Barsch. Wahnsinn. Diese Waldhechte, die sind einfach nochmal anders. 66. Boah, was ein schöner Hecht. Eieiei. Da komme ich ja nicht drauf klar, ey. 10 Stück davon, jeden 1 cm größer. Bin ich super happy. Und du darfst wieder zu deinen Buddies. Alter, war das ein Biss. Ich dachte, der hängt nicht, weil die Schnur so locker war. Da ist er bestimmt 1 Meter weit gesprungen. Wahnsinn, was bei denen abgeht. Crazy. Und was bei ihm abgeht, auch gut. Richtig gut. Schöne Sache. Der nächste bitte. Ohne Fullcard wird's schwer. Dennoch hat Roman sich hier um ein gutes Stück verbessert. Und damit bricht allmählich die entscheidende Phase an. Zwischen den ersten dreien ist es richtig eng. Vor allem bei Max drängt sich die Frage auf, wie es taktisch weitergehen soll. Ich habe ein Problem. Ich habe immer noch keinen Zander. Aber in der kurzen Zeit, in der ich auf Hecht geangelt habe, habe ich ziemlich gut Hecht gefangen. Ich habe auch generell das Gefühl, heute mit diesem bewölkten Wetter und auch noch ein bisschen Wind, das ist eigentlich viel besser für Hechte. Ich habe echt ein bisschen Bedenken, dass die anderen gut Hechte fangen. Aber ich muss eigentlich immer noch mit dem Zander hinterherlaufen. Schauen wir uns mal noch einen weiteren Platz an. Ich glaube, das Flachwasser hier können wir erstmal in Ruhe lassen. Hier kommt kein dickes Upgrade. Okay.
Na gut, wenn nichts mehr kommt, machen wir weiter. Den kleinen Schwall gesehen. 26, ne? Okay. Ich glaube, ich werde jetzt noch mal 3, 4 Würfe mit dem Swinger machen. Ah nee, ich fisch mal hier den College. Fish on. Ja, Tiny Pike. Kleiner Hecht, aber keine Hilfe. Ich muss mich jetzt ein bisschen hurten und spurten, dass ich mich hier nicht zu sehr verzocke. Ich habe jetzt hier noch ein paar Barschbisse, aber ist nicht mehr so on fire. Und wenn, dann sind es eben kleine Fische, so wie jetzt. Deswegen packen wir hier jetzt mal zusammen und dann geht's rüber. Da stehen sie, die Bären. Aber mit denen habe ich keine Probleme. Ach ja. So, am nächsten Platz angekommen. Die Tiefenkante sagt, es ist hier so 4 Meter, aber es sieht wirklich nach Struktur aus auf dem Relief Shading. Das sind keine 4 Meter. Aber egal, vielleicht liegt ja hier auch ein dicker Barsch rum. Man kann ja auch so erstmal upgraden. Aber ich würde auch gerne einfach jetzt diesen Zander fangen. Ein 42er Zander kann doch nicht so wahnsinnig schwer sein. Ja, that's the Zander. That's the Zander. Yeah. Woo! Yes! An unknown lake, and no one beat it here. We have Zander, we have pike, and a salmon. Crazy. Fucking knew it. I guess we fish here a little bit longer now. I am so happy. An unknown water. We have a Zander, the species that I was after, and I have the feeling we could have a chance for a big one here, because it's not a lake, it's a big river. Let's cast him back and continue fishing. Ready? That's crazy, huh? 50 minutes driving to a completely unknown lake. I asked everybody that might have a little bit of info. What is in this lake? No one could answer me. Then we took the gamble to check it out ourselves. And I think it was a good gamble. Maybe we catch a few more. Hoffentlich, aber auch so war Tons Expedition bis hierhin spannend. Der Belgier festigt mit diesem satten Upgrade Rang 2. Allerdings hat der aktuell Drittplatzierte direkt die Chance zum Gegenschlag. Fisch, Fisch, Fisch. Nein, ausgestiegen. Beim an die GoPro drücken. Ah, beim an die GoPro drücken. Aber ich glaube, es war ein kleiner Hecht. Ein Fisch drauf, 2 Abrisse in Folge. Wir verlassen den Platz. Ich würde sagen, das ist ein super geiler, hechtiger Spot. Also hier ist richtig schön Kraut, dicke, fette Steine. Aber naja, ich muss gerade einfach nicht auf Hecht angeln. Also ein 80er fangen wäre 9 Punkte Upgrade, das wäre cool. Aber so ein Zander bringt halt viel, viel mehr. Oh! Nicht dein Ernst. Ein fetter Alan. Vom Schütteln habe ich im ersten Moment gedacht, das ist der Endzeitbarsch, aber war er nicht. Okay. Komplett absurd, dass da vorne 2 Stück stehen und jetzt hier auf der ganzen Strecke schon wieder nur so Pommes. Mhm. Da ist er.
Ganz tolle 64. Cool. Auch wieder richtig geiler Biss gewesen. Braucht entweder einen guten Kickerfisch oder halt hier erstmal einen Zander. Das ist das Allerwichtigste. Von daher raus aus diesem Sumpf und weiter. Jo. Das ist zu klein. 56. So einen haben wir, glaube ich, vorhin schon mal gefangen und das nützt uns leider nichts. Schade. Kannst ja wandern gehen hier. Wir haben ihn gefunden, den nächsten Mückenspawn. Und wir wissen ja jetzt alle mittlerweile, dass Mückenspawn bedeutet viele und schöne Fische. Eigentlich will ich hier auf Zander angeln, aber irgendwie ist hier die Krautkante gerade vorgelagert. Da vorne werden wir gleich auf Zander angeln, aber hier muss ich jetzt auf jeden Fall mal kurz durch Topwatern. Das heißt, Kescher umhängen. Die andere Route kommt einfach in den Rücken. Und mal schauen, ob ich hier noch einen schnellen 65er Upgrade Topwater Hecht bekomme. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist ja ein Gemüse. Hier kann safe irgendwo ein Hecht mit drin stehen. Small pike. Nein, brauchen wir nicht messen. Bye, bye. Ja! Oh! So krass. Fressen die nicht. Keine Chance. Einen letzten Wurf jetzt noch. Da hinten. No, a salmon again. A salmon again. I can feel already it's a salmon. But the big one. The other bite was also a salmon. Yeah, big salmon. Whoa! Whoa, this one is even bigger. Crazy, or? Oh, the bites they give, this is crazy. Wow. What a fish. Let's release him quickly. Super, super cool. Bevor sich hier jemand echauffiert. Ja, auch der zweite vermeintliche Lachs ist eine Regenbogenforelle. Die gibt's in Belgien und in den Niederlanden, aber vor allem in Put- und Take-Gewässern. Und ich wag mal die steile These, das gehört nicht zu Tons bevorzugter Angelei. Hier ist es auf jeden Fall eine willkommene Abwechslung vor einem hoffentlich spannenden Finish. So, Topwater einstellen. Das funktioniert hier jetzt gerade nicht. Es ist einfach viel zu windig. Und meiner Erfahrung nach mögen das die Hechte nicht. Und hier liegen 100%ig Hechte drin. Also ganz, ganz sicher. Wenn es hier komplett windstill wäre, gar kein Problem, hier welche zu fangen. So hier jetzt gerade, irgendwie auf einmal wahnsinnig schwer. Ja, ja. That's a zander. That's a zander. Ja. Or a pike. But I think a zander. Yeah, a zander. Oh no, yeah, a zander. I think we found the trick for the zanders. Should I measure it? 39.5. Bye bye, buddy. We're gonna catch another one here. That's already 2 zanders and a missed one on the other side for sure. It's good action. It's that good that I'm doubting if I'm leaving here. I have one other bridge, but it's much shallower. Hard decisions. Fisch. Der fühlt sich besser an. Der ist besser. Naja, aber doch. Ich bin mir nicht sicher, ob der wirklich besser ist. Oh.
Schauen wir mal, wie groß der Gute ist. Der Fisch hat, ja, 62 genau. Schöner kleiner Hecht, der darf auch gleich wieder zurück. Der hilft uns auf jeden Fall ein bisschen. Um genau einen Punkt. Bei Max wiederum hilft gerade nichts. Die Wanderung geht weiter. Abmarsch. Der Spot ist leider gar nichts. Gar nichts. Gefällt mir so gut hier eigentlich. Vorne fangen die Steine schon viel früher an. Das ist auch, wo ich den Zander gefangen habe. Eine Frage der Zeit, würde ich sagen. Ja, ist okay, ist okay, ist okay. Ein kleiner Nitrochet-Barsch. Oh, ich muss meinen Rucksack absetzen, ey. Das ist viel zu schwer. Oh, nein. Ah. Es darf doch nicht wahr sein, da guckst du einmal aufs Handy. Oh. Wo ist das Ende? Ah, jetzt hat gerade kurz ein Hecht den Bart gepackt. Wurde gerade zwischenzeitlich mal schwer, aber der Hecht war auch nicht allzu groß. Hier sieht man genau die Maulgröße. Das wird wieder so ein Schniepi gewesen sein. Ich weiß, warum ich keine Zander mehr fange. Hier liegen sie alle tot im Wald. Das sind 5, 6 Zander, die hier liegen. Also filetiert, geschuppt, gehäutet. Krass. Naja, nun gut. Scheint der richtige Platz zu sein, würde ich sagen. Auf geht's. Ich will nicht mehr auf Zander angeln. Das Wetter ist so hechtig. Schön. Jetzt mittlerweile Sonne und voll Wind drauf hier auf der Kante. Oh. Das macht es auch nicht gerade leichter beim Jiggen, muss man dazu sagen. Ist schon ordentlich Wind hier. Ich brauche diesen einen Zander. Mann ey, und dann hole ich hier sofort die Big Bait aus dem Auto. Alles nicht so einfach. Aber hey, das ist auch eben Angeln, ne? Manchmal ist es auch nicht so ganz einfach, irgendeinen Fisch gezielt zu fangen. Oh. Oh. Sander, I think. Ist wirklich das, was ich denke, was du bist? Jo, das ist es. Barsch, der könnte helfen. Ah, ich weiß nicht, aber der könnte helfen. Okay, also die Barsche hier mögen auf jeden Fall den Derreball. Gehen wir mal hier direkt ins Gras. Da ist der kleine Übeltäter. Legen wir jetzt mal drauf. Och ja, Leute, der hat schon wieder genau 34 auf dem Kopf. Okay, naja, der hilft uns doch ein bisschen. Schön. Ich werde jetzt mal nach, ich mache jetzt mal im anderen Köder ein paar Würfe, weil wenn da Barsche sind, vielleicht können wir uns noch so ein paar holen. Okay, kleiner Mann. Auf Wiedersehen. Bei der Konkurrenz scheint der Fokus etwas nachzulassen. Bei Marc sitzen die Anhiebe immer noch zuverlässig. Die Situation verändert sich dadurch aber kaum. 75 Minuten bleiben noch und alle 4 Angler sind in der Lage, mit einem einzigen Fisch den Pokal nach Hause zu bringen. Ton bräuchte ein halbwegs gutes Upgrade, Roman einen soliden Zander, Max würde jeder maßige reichen. Allerdings wirkt der Youngster mittlerweile nicht mehr ganz so zuversichtlich. An alle Zuschauer da draußen, ich glaube, vielleicht kann es jeder von euch nachvollziehen. Es gibt einfach irgendeine Form von Angelmethode, die einem nicht sonderlich viel Spaß macht. Zanderangeln kann halt super Spaß machen, wenn es halt beißt so. Aber ich angel halt viel lieber 6 Stunden mit einem Hechtbiss als 6 Stunden mit einem Zanderbiss. So. Das ist einfach meine persönliche Einstellung. Und scheint auch sehr schwer zu sein hier auf Zander. Ich weiß ja auch noch nicht, wie es bei Roman ausschaut, ob der einen bekommen hat.
Na, mal gucken, ob Marc und Ton vielleicht auch nochmal auf Zander geangelt haben. Kann ich mir auch kaum vorstellen. Es ist wirklich ganz schwierig hier, gerade für mich. Boah, da war ein Barsch. Absolut sind da Barsch unterwegs. 3. Oh ja, da wieder. Oh. Zander, I guess. Yeah, it's a Zander. Here you go. That was on purpose. I thought it were Zander bites I got here. Was sagt denn die Uhr? Weg hier. Komm, ein Barsch, da muss doch mehr gehen. Okay, ich gehe schnell ins Auto und eine andere Route. Ich habe hier leider die Todesperücke hier unten drauf auf meiner Spinnrolle. Die ist tot, aber ich habe ja zum Glück noch ein paar Routen im Auto. Deswegen, das Auto ist nicht weit. Ich sprinte mal schnell dahin und hole noch eine Route. Oh, unser Gepard rennt wieder. One big pike. 95 or something. Ja, Hecht. Die Hechte sind so on. Wenn Ton das heute ein bisschen geschnallt hat, der fängt heute richtig gut Hecht. Oh! This was big. Bigger. I think it was a Zander. A hard bite. Just before the stones again, huh? Aus 1 macht 2. It's bigger fish, huh? Believe me. Oh, es ist wirklich ein richtiger Krimi im Kopf gerade, weil Roman hat eben gerade in unsere Gruppe ein Foto geschickt, dass er mein Auto gesehen hat. Und er ist von der Seite gekommen. Das heißt, er muss eben gerade auf meinem anderen Zanderplatz gewesen sein, wo ich gestern den einen Fisch abgerissen habe. Ich habe aber einfach keine Ahnung mehr. Ich finde keine tiefen Stellen mehr, wo ich rankomme vom Ufer. Ich weiß einfach nicht, wo ich den Zander herbekommen soll. Deshalb ab zu unserem Mückenspawn. Und vielleicht fange ich da noch ein bisschen größeren Barsch oder vielleicht einen Topwater-Hecht, der größer ist, oder vielleicht auch einen normalen Hecht, der wirklich groß ist. Keine Ahnung. Ich würde super gerne hier einfach meinen Big Bait Stiefel durchziehen oder hier groß jiggen, dicke Hechte fangen. Das klappt hier heute bei dem Wetter unter Garantie. Die Hechte sind richtig on. Ein andern Mal. I'm gonna catch a big pike here in the weed. Oh, das war ein Fisch. No salmon. It's not making it, huh? Let's see. There are some bigger ones inside. Die Scheiße hier. Die Kante ist viel zu weit draußen, viel zu steil. Ich habe so drei, 4 Jigs draußen, das war's. Ja! It was not so big. Might have been a little upgrade, but it was not much. Ton ist völlig im Tunnel, während Max gedanklich zunehmend vom eigentlichen Angeln abschweift. Das sind nicht meine Fußspuren, die man hier sieht. Es ist eindeutig. Mehrere Fußspuren hier durch den Sumpf gelatscht. Aber man sieht genau, bis wohin die Spuren gelaufen sind. Es ist natürlich die Frage, war das einer von uns? War das einer, der einfach da irgendwo am See wohnt? Ist aber sehr frisch auf jeden Fall. Gehen wir mal bis zum Ende der Fußspuren. Mal gucken, ob es ein Ende davon gibt. Look, you see it? Was on camera? Oh, was haben wir denn da? Was soll ich sagen? Was wollt ihr hören? Ja, Barsch.
Komm schon, sei ein großer Barsch. Sei ein großer Barsch. Nein, ist kein großer Barsch. Der hat mal wirklich einen roten Bauch. Das ist krass. Wie groß müsste mein Barsch sein? Ne, der hat auf jeden Fall keine 27. Der andere Barsch ist auch 27. We're gonna get a big sander. I really think so. Let's go. Ein Stück weiter. Oh ja, richtig Topwater ballern jetzt. Sander. It's too small, or? Da war der Hecht. Der war gar nicht so schlecht. Ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Riesig ist er zwar auch nicht, aber könnte ein Upgrade sein. Wir werden es ganz schnell rausfinden. Yes. Rein damit. Auf der Mückenspawn, Junge. Jawohl! Der nächste kleine Hecht. Naja, wir schauen uns das hier mal ganz schnell an. Boah. 54. Der Platz hier ist gut, Alter. Sofort 2 Fische. Das ist ja richtig, richtig gut. Jetzt noch mal 10 bis 15 cm größer. Auf Topwater. Danke. So, ich würde sagen, wir gehen nochmal da hinten hin. Oh, das ist ganz schön knapp. Ja. Nein. Nein. Das war ein besserer Hecht. Auf Topwater. Das war ein 60er. Oh, wieso hauen die denn so oft daneben? Okay, komm, noch ein Wurf dahin. Ja, ja, ich hab ihn. Ich hab ihn. Wow, hier wird's tief. Da ist das Upgrade. Okay, komm mal ganz kurz zu euch. Ja. Oh, ist das ein Upgrade? Und Bullet Pop. Ich glaube, das ist ein Upgrade. Auch wirklich kein Riesenlöwe. Oh, 60. Oh, schön. 6 Punkte Upgrade. Richtig gut. Oh, okay. Er wollte. Yes. Richtig, richtig, richtig gut. Kurz vor Anbruch der letzten Stunde bringt sich Max noch einmal in Position. Aktuell fehlen 9 Punkte zu Silber und etwas mehr als das Doppelte zu Gold. Anders gesagt, es bräuchte erneut einen späten Lucky Punch. Flötenbeschwörer Roman scheint dagegen nicht mehr so richtig dran zu glauben. Das ich doch nicht. Zander machen, ey. Keine Ahnung. That was a big perch. If this is a school of perch, how much fish is there here? It's crazy, huh? Yeah, yeah, yeah. It's a zander. And it's sizable. So ein
For these three. Yeah, for the 2 points. We will catch more zander here. It was 2 bites and 2 casts. How much time do we have left? An hour. The whole place is full. So we got 1 hour to empty it. Ist er das? Nein! Ja. Der hilft mir auf jeden Fall nicht. Kleiner Schniepi. There you go. Yeah. Oh! Was a perch, close to the stones here. Wow, it's full here. This is really crazy. It's full with fish here. Alter, was geht hier ab? Here. Oh, again a zander. Yeah. It's full. But it's too small. Nicht sicher. Gucken wir mal. Nitroshad wieder. Uiuiuiui, wie hat er denn den? Ah, der ist ein bisschen kleiner. Der hat 32 auf dem Kopf. 32er Barsch. Der darf auch schnell wieder zurück. Die letzte Dreiviertelstunde läuft. Ich werde jetzt hier ganz schnell noch das Kraut immer schnell abpoppern. Und dann nochmal, da vorne ist so ein bisschen offeneres Kraut. Da werde ich nochmal den Line Through Whitefish Head durchknallen. Hoffentlich hiermit vielleicht noch einen schönen Barsch erwischen und damit noch einen dicken Hecht. Mal gucken, 45 Minuten sind viel Zeit. Birger, Junge, wir haben es einfach zu sehr gejinxt. Ein Zander am Tag ist manchmal einfach zu viel verlangt. It's not small, eh? Ach Gott, ne. Der hilft uns auf keinen Fall. Kleiner Hecht. Oh. Barsch. Sei ein guter Barsch, bleib mir hängen. Ganz knapp. 26. Kleiner Rackerbarsch. Wieder unfassbar schöner Bauch. Tschüssi. Kleiner Knapp. Oh! That was a zander. And a good one, probably. This will be completely full. You know why? Because it's dark. The water is pushed against the rocks. It becomes a little bit darker, a dark edge. It will be completely full with zander and perch here. I'm sure. Big fish. Oh, thought it's a zander. But it's an upgrade, I think. It's 50. Yep. Right. Meine letzten Minuten laufen und der große Fisch muss sich jetzt ein bisschen ranhalten. Nicht mehr ganz so viel Zeit zum Beißen, ob er das weiß ich nicht. Aber naja, das kann jeden Moment passieren. You never know. Quite a good perch. 20. Yeah, it will not be a half, huh? Super cool perch. 28 centimeter. There he goes. Yeah. Immer doch noch mal eine gute Variante, hier neben dem Kraut mit einem großen Köder lang zu gehen. Das ist ein Upgrade. Der ist 70 plus. Yes!
Richtig schöner, geiler Hecht. 77, oder? 77 cm Hecht. Der große Köder holt den großen Hecht. Und wieder der Last-Minute-Hecht. Nicht so groß wie an Tag 1, aber groß genug, um mit einem Punkt an Ton vorbeizuziehen. Ist es das oder kann der amtierende Champion womöglich doch noch einmal kontern? How many minutes? 9. I make a few casts where I caught the salmon. And the small zander. This is bigger. Oh, it's again a pikey. Thought it was a zander. Thought that was a zander. A nice zander. Nein, es bleibt dabei. Max holt Silber. Dank sei dem Lieblingsfisch. Mach's gut, mein Schöner. Mach's gut, mein Schöner. Schuster, bleib bei deinen Leisten. So, letzter Wurf. Die allerletzte Hoffnung. Entweder er kommt jetzt oder das war's. Ich bin mir sicher, dass es ohne Fullcard auf gar keinen Fall reicht. Kam keiner mehr. Mann, schade. YPC Bank 2025. Finale ist vorbei. That was it. End of the finals from YPC Bank. Das war's für mich. Der Big Fish, den ich mir erhofft hatte. Den ich sicherlich auch brauchte, um das Ding hier zu gewinnen. Vielleicht sogar 2. Ich weiß ja gar nicht, wie die anderen heute gefangen haben. Kam leider nicht mehr. Trotzdem bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Entscheidung. Klar, hinterher ist man immer schlauer. Aber ich habe ein paar Fische gefangen. Ich hatte ein bisschen Spaß. Wir haben uns nicht viel mit dem Auto bewegt. Wir waren eigentlich die ganze Zeit hier im Wasser und haben geangelt. 8 Stunden Angeln in Finnland hat auch was für sich, muss ich sagen. Ich bin ziemlich happy, muss ich tatsächlich sagen. Ich habe eben gerade noch die letzte Entscheidung getroffen, nochmal an diesen See zurückzukehren. Es war alles absolut richtig. Ich habe 2 Barsche gefangen, ich habe 3 Hechte gefangen. Das in 1 Stunde 15, was will ich mehr? I have a little bit mixed feelings about today. We got some nice upgrades. We got a good sander, an okay perch and an okay pike, but no big fish. Although it's hard in these lakes for everyone to catch a big fish, I expect today that there were caught a few big fish. Ich habe ganz viel Spaß gehabt. Ich glaube, ich habe alles gegeben. Ohne Training, ohne irgendwas zu wissen, ist es auch sauschwer. Und an solchen Gewässern, ihr seht, wie das Ufer hier aussieht, ist es einfach schwierig, vom Ufer gute Fische zu fangen. Es hat trotzdem mega viel Spaß gemacht, die Gewässer zu erkunden. Hier in Finnland zu sein, ist natürlich auch ganz hervorragend. Auch die Truppe war cool. Jetzt bleibt mir noch allen zu danken, die hier mitgewirkt haben. Natürlich Fish Explorer, allen zu Hause, die mich hier unterstützt haben. Vielen, vielen Dank. An alle fettes Dankeschön, die die Daumen gedrückt haben. Und natürlich auch ein fettes Dankeschön an meinen Sponsor sozusagen, der mich schickt. In dem Fall sogar der Arbeitgeber. Die Firma Sensas mit der Raubfischmarke Ilex, aber auch mit der tollen Raubfischmarke Ganki, von der ich ja jetzt einige Produkte auch hier im Finale benutzt habe. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht hier in Finnland. War ein sehr kurzer Trip leider. Morgen geht's schon wieder nach Hause. Es war mega, mega cool. Vielen, vielen lieben Dank natürlich an alle Leute, die mich dabei unterstützt haben. Und natürlich auch ganz vielen lieben Dank an Savage Gear, die mich hier ins Rennen geschickt haben. Ich hoffe, ich habe euch angemessen und gebührend vertreten. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt auf die Siegerehrung. Für Platz 1 wird es ohne Zander auf jeden Fall nicht reichen. Ich rechne derzeit mit Platz 4 oder mit Platz 3. Mal gucken, wie es dann so war. Thank you for following this YPC Bank again. Thanks to Westin Fishing for letting me participate and being able to stand here in the wonderful Finland. Nächstes Jahr sehen wir uns auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Jetzt fällt erstmal noch ganz schön Druck ab von der Schulter, muss ich sagen. Wahnsinn. We will see if it's enough or not. The prize giving is in 2 hours. So let's go to the car and grab something to drink. Ja, jetzt schauen wir mal, wer den Pott nach Hause holt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Wir sehen uns
gleich. Ich muss jetzt mal 3 Stunden warten und ihr seht das jetzt, das ist voll unfair. Danke und ciao. I would say up to next year. Liebe Angler, herzlich willkommen zur Siegerehrung des YPC Bank 2025. Wir haben euch in die Wildnis Finnlands entführt. Ihr hattet keinerlei Training, ihr hattet keine Tipps, ihr hattet sehr schwierige Bedingungen. Es war ungewöhnlich heiß die letzten 3 Wochen, bevor wir gekommen sind. Dadurch war das Wasser sehr warm und das Angeln vom Ufer nicht wahnsinnig leicht. Doch die Bedingungen waren für alle gleich. Und auch wenn wir nicht viele große Fische gesehen haben im Finale, war es wahnsinnig spannend, weil es sehr, sehr knapp war. Bis zum letzten Wurf hätte jeder von euch Vieren sich die Krone im Raubfischangeln vom Ufer Europas holen können. In der Gruppenphase bzw. in den Niederlanden war es seine Paradedisziplin. Im Finale brach der Zander ihm leider das Genick. Trotzdem herzlichen Glückwunsch zu einer hervorragenden Leistung. Erster in der Gruppenphase, Erster in der Zwischenrunde. Roman Jacuzzo, sehr gut geangelt. Du warst das 2. Mal dabei, direkt ins Finale oder beim 2. Mal im Finale gelandet. Es sollte jetzt mit dem Zander nicht sein. In Holland hat das so gut geklappt. Hast du eine Idee, woran es gelegen hat? Ich glaube, ich habe es verlernt einfach. Also ich habe schon zu Max gesagt, ich habe den Domeyer gemacht, auch gesagt gestern noch so, ja, einen Zander in 8 Stunden angeln, das wird schon irgendwie gehen. Ja, Pustekuchen. Ich habe 2 gefangen gestern, die waren leider untermaßig, aber... Du hast mir tatsächlich meinen Joke jetzt schon vorweggenommen. Meine nächste Frage wäre gewesen, war es jetzt Selbsthilfegruppe mit Bürger Domeyer oder ab ins Coaching bei Hähne? Ich glaube Hähne-Coaching, ja, es führt kein Weg dran vorbei. Oder ich muss ein paar Quappis einfach kaufen oder ich weiß nicht, irgendwas. Alles klar. Köder hat sich gelegt. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Super geangelt im ganzen cool, Turnier. war cool, mega. Bleiben 3 Angler für 3 Medaillen. Und wenn ich euch sage, wer bei welcher Fischart am stärksten war, dann hätte man das vielleicht so vorhersehen können. Tatsächlich. Max hat mit Abstand die meisten Punkte beim Hecht und auch den größten Fisch im gesamten Turnier inklusive Holland gefangen. Ton hat die meisten Wertungszander und auch den größten gefangen. Heute nochmal mit einem Ü50er. Und Marc die besten Punkte oder die meisten Punkte beim Barsch. Auch das war vielleicht keine riesengroße Überraschung. Max bei seiner 2. Teilnahme im Finale gelandet. Marc seit seiner Finalteilnahme 2020 zum ersten Mal wieder dabei. Und Ton tatsächlich bei 5 YPC Bank Teilnahmen, dieses Mal das 4. Mal im Finale. Erst auf den Azoren wurde es Gold, in Extremadura war es Silber und letztes Jahr in den Niederlanden dann wieder Gold. Doch die erste YPC Bank Titelverteidigung sehen wir dieses Jahr nicht. Dieses Jahr ist es Bronze für dich, Ton. Herzlichen Glückwunsch. Ton. Oh, sorry. Falsch. No, I keep it. So. Ja. Das sieht so komisch aus, da liegen doch Colorblind. Macht der Gewohnheit einfach. English or German? English. English? Easier. Okay. 3rd place out of 28 anglers is an incredible performance again. Do you feel happy about that? Or do you feel sad that in the Netherlands and in Finland there were some anglers who were better this year? Of course, we always try to be at first, but I think most of all I'm happy that I got home with a medal, that I have a bronze one this time. I didn't have this one at home. And I'm happy that we caught a lot of fish and we're out here in Finland, in the middle of nowhere. I saw what I thought was a moose, was in the end just a reindeer. I thought this was already big. Moose is apparently even bigger. And the fishing was really good. We got a lot of strikes, a lot of fish. I think on the first day around 20 fish, on the second day the same. So in the end, I'm really happy to be here and I can't wait to hear what these guys caught. Congratulations. Well done. So, also Max zum 2. Mal dabei gegen den alten YPC-Hasen Marc Pachowski. Ich habe es schon
eben gesagt, was Max hier beim Hechtangeln veranstaltet hat, war wirklich Wahnsinn. Also was du hier gefangen hast, nicht nur bei dem 1,7 Meter, auch bei den anderen Hechten. Du hast wirklich unter Beweis gestellt, dass das die Paradedisziplin ist für dich. Marc gehört für mich zu den komplettesten Anglern überhaupt in Europa. Er hat eigentlich kaum Schwächen, begeistert unser YPC-Publikum seit vielen Jahren mit einer großen Bandbreite an Skills, technischen Fähigkeiten. Und ich glaube, deswegen gibt es wenige, die ihm nicht gönnen würden, den Pokal mal mit nach Hause zu nehmen. Ich kann mich an 2020 erinnern und deswegen gehöre ich auch zu diesen Menschen, die dir das gönnen würden. Als du im Herzschlagfinale gegen Enrico wirklich Tränen in den Augen hattest, als es dann knapp nicht geklappt hat. Ich habe dir damals gesagt, dass irgendwann der Tag kommen wird, dass du den Pokal mit nach Hause nimmst. Und heute ist es soweit. Herzlichen Glückwunsch, Marc Petschowski. Ohne Scheiß? Ja, ja. Ich habe ein paar Mal nachgerechnet, aber ja. Alter! Herzlichen Glückwunsch. Oh! Danke. Herzlichen Glückwunsch dir auch. Es gibt noch einen Dohmeier. Nein, no. So Max, du hast hier mit Abstand den besten Fisch gefangen. Danke erstmal, dass du auch den Zuschauern gezeigt hast, dass hier nicht nur wunderschöne Natur, sondern auch große Fische gibt. Dass hier nur Mikroben rumschwimmen. Ja, es war wirklich eine krasse Angelei. Man muss ja wirklich sagen, also am ersten Tag, man hat ja mitbekommen, was gefangen wurde. Und es kamen echt viele Fangmeldungen rein. Es war ja wirklich ein Schlagabtausch. Die Karten haben sich alle gefüllt und ja, ich meine, im Endeffekt waren es nur 2 Zander, die am ersten Tag gefehlt haben für 4 Full Cards am ersten Tag bei 8 Wertungsfischen. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn und wir haben uns ja auch noch immer gesteigert, aber irgendwie war das schon komisch, die Form von Angelei hier, weil der Fischbestand durchschnittlich halt ziemlich klein war, egal welche Art irgendwie. Dann war ich halt super glücklich, auch dann wirklich am Ende des Tages. 4 Minuten vor Schluss, glaube ich. Genau, 4 Minuten vor Schluss dann den 1,7 Meter Hecht zu fangen. Tatsächlich leider nicht auf meine Lieblingsstrategie, das Big Baiten, sondern es war Beifang beim Zanderangeln. Das hat Ton gemutmaßt. Ja, genau, tatsächlich. Ja, einfach klassisch tiefe Kante. Die großen Freiwasserhechte ziehen ja natürlich dann halt auch zum Abend hin hoch und ich war halt so glücklich und konnte ihn da aufsammeln. Ton hat auch schon darauf spekuliert, dass ich da heute den gesamten Tag drauf angel, um nochmal den gleichen Fisch zu fangen. Aber nee, das hat nicht sein sollen. Ich war tatsächlich da, aber der wollte nicht nochmal beißen. Aber ansonsten war das auf jeden Fall ein richtig heißes Rennen, geile Atmosphäre hier und hat mega Spaß gemacht hier zu fischen, das muss man wirklich so sagen. Ja, Glückwunsch zu einer großartigen Leistung. Und wie gesagt, du warst ja erst das 2. Mal dabei, du hast ja noch ein paar Jahre. Ich habe noch ein paar Jahre, bis ich den Moment dann erlebe. Dann kommen wir zur Goldmedaille dann auch wirklich. Herzlichen Glückwunsch, Marc. Vielen Dank. Bevor ich dir den Pokal übergebe, auch noch an dich eine Frage. Du bist jetzt schon viele Male beim YPC dabei gewesen, auch bei vielen anderen Turnieren. Wie gesagt, damals warst du sehr emotional, als dann Platz 2 rausgekommen ist, auch in einem Finale, wo es nur 2 Teilnehmer gab. Also es fühlte sich in dem Moment dann vielleicht wie eine Niederlage an, erstmal im ersten Moment. Wie war es jetzt für dich? Bist du da immer noch so mit vollem Herzen dabei oder hast du über die Jahre eine gewisse Gelassenheit entwickelt? Schwierige Frage. Also eine gewisse Gelassenheit ist dabei, vor allem in Holland. Aber jetzt, wo wir hier sind, wo wir alle hier noch nicht gefischt haben, muss ich schon sagen, war ich schon sehr mit Herzblut dabei und wollte das Ding holen und habe heute auch echt einen ziemlich riskanten Plan durchgezogen, in der Hoffnung auf einen richtig großen Fisch, der am Ende nicht kam, aber ich habe so viele Fische heute abgegradet. Ich habe alle Fische gefangen, bis auf den Zander, alle abgegradet, also es war ziemlich intens, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es reicht. Ja, du hattest halt auch wirklich keinen einzigen großen Fisch, ne? Aber trotzdem durch die Ausgeglichenheit, du hattest halt auch im Vergleich zu anderen dann auch keinen wirklich schwachen Fisch mehr drin. Im Vergleich. Für hier, ja, Im Vergleich, genau. Am Ende hat das Barschangeln dir diesen Pokal beschert, weil du eben mit 4 Ü30er Barschen da mit Abstand am stärksten warst, muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch. Geil, freut mich. Jetzt müssen wir noch ganz kurz wissen, wie viele Punkte waren es denn? Ja. Also, du hast, glaube ich, 502? Ja. 503. Also das war sehr knapp. Und du hast, glaube ich, 512,9 oder so. 513. Irgendwie sowas. Hätte ich einen Zander gefangen. Ja, also mit einem Zander, hättest du es gewinnen können. Es wird Zeit für den Pokal. Herzlichen Glückwunsch, Marc Petschowski. Der hat schon ein paar Flüge hinter sich, nicht zu wild. Her damit!
Das war's vom YPC Bank 2025. Wir gehen jetzt rein und schlagen uns die Bäuche voll. Es gibt hier bei Lentira Wilderness nämlich richtig, richtig gutes Essen. Das genießen wir jetzt ein letztes Mal. Euch wünsche ich ganz, ganz erholsame Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Kommt gut ins neue fischreiche Jahr 2026. Und die allerletzten Worte in diesem Format hat wie immer der beste Charles Rettinghaus. Ach, der Mann übertreibt mal wieder. Aber ich nehme den Ball gern noch einmal auf. Die Finalrunde an einem unbekannten Ort war erneut ein Experiment. Und in Finnland vielleicht sogar noch etwas mehr als auf den Azoren oder in der Extremadura. Denn das Ausmaß dieser unglaublichen Gewässerlandschaft ist in Wirklichkeit noch unermesslicher, als es jede Karte erahnen lässt. Für unsere Finalisten war es dementsprechend eine gewaltige Herausforderung, sich in kürzester Zeit und ohne jedes Training auf die Bedingungen vor Ort einzustellen. Und trotzdem, so hoffe ich, haben sich die Eindrücke aus dieser Region auf euch Zuschauer übertragen. Der Fischreichtum, die Artenvielfalt, das Großfischpotenzial und vor allem die berückende Schönheit dieser Region, nicht zuletzt getragen von der Begeisterung unserer 4 Finalisten. Noch einmal herzlichen Glückwunsch an Marc, der erneut bewiesen hat, wie anpassungsfähig und vielseitig er ist und der sich diesen Triumph über viele YPC-Jahre mehr als verdient hat. Gratulation auch an Max, der nach seinem Debüt im letzten Jahr diesmal noch eine gute Schippe draufgelegt und im ganzen Turnierverlauf überzeugt hat. Ton steht vermutlich kurz davor, die finnische Staatsbürgerschaft zu beantragen und wäre wohl auch ohne Medaille glücklich nach Hause gefahren. Bronze macht sich aber hervorragend in seiner Sammlung und vielleicht inspirieren ihn seine Finnland-Abenteuer ja zur Gestaltung eines Bulltees im Sonderdekor. Wie wär's zum Beispiel mit Belgian Salmon? Abschließend darf Roman auch ohne Medaille stolz auf seine Turnierleistung sein. Und wenn ich seinen Ehrgeiz richtig einschätze, war das sicher noch nicht das Ende der Fahnenstange. Wir bedanken uns außerdem bei allen anderen 24 Anglerinnen und Anglern, ihren Brands und natürlich bei unseren Sponsoren, die diese Staffel möglich gemacht haben. Ein großes Dankeschön geht auch an unser Team, allen voran an die Kameraleute, die in den Niederlanden unberechenbarem Wetter und in Finnland tollwütigen Mücken getrotzt haben. Und eine Gruppe dürfen wir am Ende nicht vergessen. Euch. Wegen alles andere als idealen Produktions- und Angelbedingungen gab es in dieser Staffel Folgen mit deutlich weniger Fisch als gewohnt. Und trotzdem habt ihr uns Woche für Woche die Treue gehalten und dieses Format supportet. Danke! Damit setzen wir den Haken unter diese Staffel. Nur noch ein kurzer Ausblick aufs neue Jahr. Am 4. Januar startet der YPC Fans Junior, wo 4 Jugendliche im Alter zwischen 10 und 12 Jahren jeweils an der Seite eines Profis auf den niederländischen Großgewässern antreten. Ich verspreche euch, das wird ein Knaller. Und jetzt wünsche ich euch weiterhin schöne Feiertage, viel Spaß beim Weihnachtsshopping in unserem großen Christmas Sale und einen guten Rutsch in ein gesundes und fischreiches 2026. Mein Name ist nach wie vor Charles Rettinghaus und wir hören uns.